So, we have a great crew here today. It's really nice to be back at 15 Seconds. Armin Pichler, the curator of the gallery, is with us. Andrea Jungmann, who is the CEO of Sotheby's Austria, is with us. Lisa Kandlhofer, a gallery owner here in Graz, ein berühmter gallery owner here in Graz, is with us. Malte Bruns, ein fantastischer Künstler. The Golif, noch eine Künstler, vielleicht kennst du seine Designs and his artwork from around Vienna. And Roman Grabner, auch a curator of museums and all things art. We thought that it would be interesting in the very short time that we have with you today to talk about creativity in the guise of art and digital, since this is a conference about creativity and art. Und wir werden auf Deutsch machen, weil wir haben eine ganze Gruppe hier, die sprechen besser Deutsch als ich. Ich werde probieren, mit meinem ganz dicken, horrible Accent ein bisschen Deutsch mit euch zu sprechen. Aber es ist nicht mich, it's not about me today, it's really about them. So mein first question, ich werde das auf Denglisch machen, ich hoffe, das ist okay, wenn ich die Fragen auf Englisch stelle und die Antwort kommen auf Deutsch. My first question is for Armin, the curator of this fantastic gallery that if you haven't visited, please do by the time you leave here, is why? Why do this? This is the third year, I think. What was the inspiration to bring a gallery here to 15 Seconds? Also das Ganze hat spontan begonnen. 2014 beim ersten Marketing Rockstars Festival blieb eine Wand leer und der Stefan hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich meine Bilder ausstellen wollen würde. Ich habe das dann gemacht, die ersten 2 Jahre. Habe gemerkt, wie viel das jetzt im Netzwerksinne bringt, wie meine Bilder eben im Internet aufgetaucht sind, auf Instagram und auch auf Facebook, wie große Streuung bekommen habe. Habe mich dann entschlossen dazu, eine Plattform für junge Kunst zu gründen, um eben auch anderen jungen Künstlern die Möglichkeit zu geben, da so eine Netzwerkerweiterung und das Klientel zu erweitern eben. That's really awesome. And one of the artists that's with us today is Malte Bruns. And I think the easiest question I can ask is, what's it like being an artist that creates physical works that are tangible, that you can touch, die eingreifbar sind? Wie ist das, ein Künstler in den heutigen Tagen zu sein, wenn alles läuft oder alles läuft von Communication, auch ein bisschen von Creativity online? Wie ist das für dich? Naja, es ist ja so, dass also ich mache ja Hapte, also ich bin ja Künstler, der sozusagen ein Produkt erzeugt und es gibt ja auch Künstler, die jetzt nur digital arbeiten. Also für mich ist das eigentlich so, dass es die Sache vereinfacht hat, das Digitale. Also es gibt Projekte, die ich angehen konnte, die ich vorher niemals hätte für möglich gehalten. Ich habe jetzt letztes Jahr ein Projekt gemacht, in dem viel mit Arduino gearbeitet wurde, wo mir das jemand programmiert hat, wo man mit Motoren gearbeitet hat. Das wäre natürlich was gewesen, was man einfach vor 20 Jahren wahrscheinlich nur mit größtmöglichem Aufwand hätte betreiben können. Insofern ist das Digitale eigentlich ein natürliches Instrument des Künstlers eigentlich geworden heute, würde ich sagen. Und Malte puts some of his works into Lisa's gallery, so I think the sitting arrangement's convenient for us, also for the talk. Lisa, what's it like? You have a gallery. I think the idea of creativity is probably changing. We talked about a couple of examples about 15, 20 minutes ago. Maybe you could share that and your experience with the group here. Ja, generell hat sich unsere Arbeit als Galerie wahnsinnig verändert und verbessert durch die Digitalisierung. Wir können globaler arbeiten, wir können über die diversen Datenbanksysteme, die uns zur Verfügung stehen, internationale Kunden erreichen. Wir können Angebote schicken nach New York, nach England und haben dadurch auch eine größere Reichweite an Sammlern bekommen. Für die Künstler hat sich auch vieles verändert. Eines der wichtigsten momentan so Hypes, die gerade unterwegs sind Post-Internet-Art. Das ist vor ein paar Jahren entstanden. Da geht es darum, dass es eine Gruppe von Leuten oder eine Generation ist, die mit dem Internet aufgewachsen ist und die sich auch dem Thema widmen, wie sich das Internet oder wie das Internet die Gesellschaft verändert und auch die Kunst verändert. Und eine Künstlerin, die ich da ganz kurz erwähnen möchte, die mir aufgefallen ist vor 2 Jahren, die hat einen Instagram-Versuch gestartet und hat einen fiktiven Charakter
kreiert. Innerhalb von 4 Monaten hat sie 90.000 Follower bekommen in Los Angeles und hat das dann auch aufgedeckt und hat gesagt, das ist ein Kunstprojekt und diese Fotos sind auch verkauft worden in Galerien und Auktionshäusern. Someone was talking to me about we were discussing a live project, right? Where somebody was Malte, were you talking about this when we were upstairs? Somebody, an artist that was broadcasting some kind of work live? Was that, no, it wasn't you? It was Roman. Schon, oder? 3D project. Schon, I think Jordan Wolfson, bitte. he is a pretty big art. Soll ich auf Deutsch reden? What's the name again? Jordan Wolfson, ein Künstler, der sehr viel mit digitalen Medien arbeitet. Der hat jetzt gerade ein 3D-Projekt sozusagen, also ein Virtual Reality-Projekt, in dem es irgendwie, es geht um Auseinandersetzung mit Gewalt, auch im digitalen Raum würde ich sagen. Da hat man eine Brille auf und man verfolgt jemanden, der auf der Straße eine andere Person eigentlich zusammenschlägt, ja, komplett. Und man erlebt das sozusagen im digitalen Raum selber mit, also direkt. Ja. So, Roman, I have a question for you. My thesis, I have a tiny thesis, which is there's 3 ways to see the idea of art and creativity in the age of digital. You have some people who I think say, leave me alone with my fucking canvas, just let me do my thing. I think you have a group in the middle who are probably thinking that digital is a way of communicating the art and the work that they create, and that there are probably other artists who consider that digital itself is a canvas. What's your feeling about that, and how does that impact the work that you do? Bisschen schwierig in 50 Sekunden das zu beantworten, diese 3 Fragen. Ich glaube, selbst die Künstler, die sich jetzt verweigern, dem ganzen sozialen Medien und der Selbstrepräsentation in den digitalen Medien, sind dennoch beeinflusst von der Digitalität. Und ich glaube, man kann heute kein Kunstwerk mehr machen, egal ob das Skulpturen im klassischen Sinn sind oder Gemälde auf Leinwand, die ohne diese Digitalität auskommen, weil sie einfach, die Künstler sind Zeitzeugen der Gesellschaft und Digitalität ist Teil ihres Lebens. Das heißt, ohne dem geht es sowieso nicht. Und dann gibt es, glaube ich, Künstler, die ganz spezifisch digitale Kunst erzeugen mit den digitalen Technologien. Und das ist etwas sehr Kurzlebiges, was sehr Ephemeres, das sich auch wirklich nur im Internet oder in diesen digitalen Technologien abspielt. Und die dritte Frage, wie das mich als Museumsmensch beeinflusst oder beeindruckt, ist, dass ich, glaube ich, generell durch diese digitale Revolution das Sehverhalten, das Aufmerksamkeitspotenzial der Besucher und Besucherinnen ganz stark verändert hat. Und diese klassischen Kunstwerke und die klassische Aufmerksamkeit einfach immer mehr schwindet. Also es wird immer weniger Zeit vor einem Kunstwerk verbracht und damit wird immer weniger auch von einem Kunstwerk verstanden. Und hier ist es, glaube ich, der Versuch oder das Bestreben, oder es sollte es zumindest sein, eines Museums einen Mittelweg zu finden, Kunst zu präsentieren über oder mit Hilfe von digitalen Medien, aber auch Kunst mit Hilfe von digitalen Medien zu vermitteln. That's cool. That's really cool. Andrea, I think it's really fascinating. Andrea, your business has gone through and is going through radical changes. Part of it due to the art that's becoming different and digital and changing itself, but also because the business of art is changing in terms of where you find customers, how you communicate and market to them. Can you talk about what it's been like? I mean, how long have you been at Sotheby's? Or am I allowed to ask that? I don't talk about this. Lange. Long enough to Sehr know. lange. Also ja, und deswegen kann ich auch sagen, also vor einigen Jahren, also noch vor 10 Jahren, haben wir einfach nur Auktionen gemacht mit Kunst, die man angreifen kann in Auktionssälen. Und in der Zwischenzeit sind wir eigentlich ein Medienkonzern geworden. Wir machen Online-Auktionen, wir haben 1,5 Millionen Followers in den Social Medias, wir machen Videos, wir haben einen Webby Award gewonnen für unsere Videos, die auf YouTube laufen. Wir haben Firmen dazugekauft, die Data Intelligence Analytics machen. Also das hat sich extrem verändert und wir sind also auch weg von diesem Auktionshaus-Sache gegangen in eine eigentlich sehr Digital Company. Und kurz auch zu diesem Digital Art und richtige Kunst quasi zu kommen. Also in den Auktionen findet man immer noch kaum Digital Art, ja? Also auch wenig Videokunst, weil das einfach sehr schwer zu präsentieren ist und zu verkaufen ist.
Dennoch passiert immer mehr, also eben online und also auch wir als großes Auktionshaus hatten voriges Jahr im Sommer eine Ausstellung mit rein, also Digital Art oder Media Art, whatever, mit allen möglichen Aspekten. Also das ändert sich dramatisch. I imagine that there's a group of people who work with Sotheby's or are customers of Sotheby's that sit back in their große Fauteuil with the pipes and cigars and kind of just say, yeah, this Mondigliani is for me. Are they the same? Yeah, you've seen it running actually at some point. Not this one. This is from Lisa's gallery, but the Mondigliani was running before. Are they different people online? Are they different generations or geographies or status in terms of what they buy or where they buy or how they buy? So of the people going in online and bidding online, it's 55% new clients. And 19% of these 55% go then into the real auctions, you know, like live auctions. So that's kind of interesting. So it's a tool to kind of get new clients. It's mainly new clients. That's why we do it. Yeah. So Golif is here with us. He's one of the people who I really wanted to have on the panel with us as well today because he represents a physical art in the real spaces. I'm sure if you're from Vienna, you've seen the stuff that he's done all around the city. He's done a digital project here in the gallery, so you're and part of it is digital as well. So you're kind of mixing. Du mischt schon das Real World jetzt mit digitale Denken, mit Außen, Innen auf ein Canvas oder nichts. Wie ist das für dich? How does this all fit together? Also als Künstler. Der eigentliche Zugang zu meiner Arbeit ist sehr oft digital. Also ich muss digitale Tools nutzen, um große Flächen zu bemalen, zum Beispiel auch jetzt im speziellen Fall, jetzt wie zum Beispiel beim Observer, das ein großes Bild, wo ich gemalt habe, mitten in Wien, was man eigentlich nur richtig vom Weltall aus sehen kann. Deswegen habe ich deswegen ist der Übergang von analog zu digital bei mir eigentlich stets gemischt. Ich scheue mich auch nicht, da jetzt in die digitale Schiene hineinzuhüpfen oder für mich gibt es da keine klare Trennlinie. Bei mir ist es einfach, es geht eins in eins über. Ich bin ich fühle mich genauso wohl an der Wand wie vorm Computer. Ich habe da keinerlei Hemmschwelle. Du hast mit zwei anderen Personen hier gearbeitet, also Techniker, Entwickler etc. Wie ist das, eine Idee oder ein Konzept oder deine eigene Kreativität umzusetzen? Wie macht man das als Künstler? Weil normalerweise ist es a brush and a canvas or a piece of clay and a stage and you. Ja, but now gibt es eine Abhängigkeit oder ist es eine Übersetzung? Wie ist das künstlerisch? Ich glaube nicht, dass man von Abhängigkeit sprechen kann. Ich glaube, da geht es sehr viel um Vertrauen und beziehungsweise um viel Loslassen. Also man muss da auch sehr viel Kompromisse eingehen, weil die eigene Arbeit, wenn man jetzt zum Pinsel greift, also sehr pragmatisch ein Bild auf Leinwand quasi malt, dann hat man man hat den direkten Zugang, man taucht in die Farbe ein und malt das Bild und hat jeden Arbeitsschritt quasi total kontrolliert. Und beim digitalen Prozess, beziehungsweise wenn man sich jetzt mit einem Programmierer auseinandersetzt oder beziehungsweise mit jemandem, der dann das Surface auf dem Bildschirm und so weiter neu in Szene setzt oder deine Zeichnungen neu in Szene setzt, das ist schlicht und ergreifend der Dialog und der Austausch zwischen den verschiedenen Ebenen, weil ein Programmierprozess kann genauso kreativ sein wie ein malerischer Prozess. Malte, wie ist das für dich? Could you give up that kind of control when you're creating something? Could you instruct someone to make something for you from an artistic perspective? Or maybe the easier question, have you done something like that before? I don't even know. Ja, ich habe natürlich mit Leuten zusammengearbeitet, weil manche Projekte, also ich sag mal, man begibt sich da ja in ein Feld, wo man schon als Künstler relativ viel abdeckt. Also ich muss ja ein technisches Wissen aufweisen von Materialitäten, als auch von jetzt digitalen Möglichkeiten, Video und 3D und so. Und irgendwann erschöpft sich natürlich auch die Zeit, die man dafür investieren kann. Und dann greift man auf Leute zurück, die einem da vielleicht weiterhelfen können. Insofern
was natürlich als Künstler immer mal wieder schwierig sein kann, weil man ja einen Teil der Kontrolle außer Hand gibt sozusagen und sich dann, wie er ja gerade gesagt hat, extrem auf jemanden verlassen muss. Und das kann halt auch manchmal in die Hose gehen, einfach, wenn jemand nicht den gleichen Anspruch hat, wie man ihn vielleicht selber an die Sache hat. Ne? Und das kann unter Umständen sehr schwierig werden dann. Do you ever feel threatened by what's new, by what's purely digital? Because I mean, you have very physical pieces, which I like actually. I think they're pretty cool. But I mean, do you ever feel like, you know, this will become something that is seen less or approached less in this world, or is that not a topic? Ich glaube, nee, habe ich überhaupt keine Angst vor, weil ich glaube, dass Kunst einfach immer noch was ist, was jetzt wahrscheinlich auch immer haptisch erfahrbar sein wird. Also es wird nie die Möglichkeit, also glaube ich zumindest, dass es jetzt die Möglichkeit nie direkt geben wird, jetzt ein Michelangelo nur einzuscannen, weil das ist ja, glaube ich, ein gesamter Erlebnis, wenn wir dem gegenüberstehen. Und ich glaube, dass Kunst da auf jeden Fall noch was ist, auch wenn das jetzt immer digitaler wird und es gibt ja jetzt Möglichkeiten, auch Ausstellungsräume digital zu besuchen, Virtual Reality und so weiter. Ich glaube aber, dass das Kunstwerk an sich immer noch als Objekt im Raum eine ganz eigene Erfahrung ist, einfach mit allem, was da mitspielt und Haptik etc. Ja? How does that change things for you? You said ein Objekt in einem Raum. Ja, es kann sein, dass ein Bild auf der Wand liegt oder eine Skulptur oder sowas, aber mit einer Installation oder etwas, das wirklich digital oder etwas mit VR-Brille, es war ein paar Beispiele oben zum Beispiel, wo the experience doesn't happen in a room, it happens in a space. What's it like, you know, how do you think about that as a gallery owner? How do you prepare for that eventuality, or do you care about it? Ich glaube, dass es die Digitalisierung die Galerie als solches nicht ablösen wird. Also wir können mit dem Medium arbeiten und das zu unseren Gunsten nützen, aber ich glaube trotzdem, dass es ein virtueller Galerieraum noch nie, also nicht diese physische Galerie ablösen wird. I keep wondering whether or not at some point you'll have an artwork or an experience where, you know, Chris Mills or Elaine Chow or any of the artists that are out there will say, to enter my gallery, and my gallery is online or virtual, that, you know, there's a micropayment or an entry fee for you to experience something. If you want to put on your Oculus Rift and enter their gallery, does that disrupt yours? No, absolutely not. Ich glaube, das ist sogar ganz wichtig, dass es solche Formate gibt und dass sich das nicht das kommt sich nicht in der Quere mit einer ganz normalen Galeriearbeit. Fine. I think it's actually pretty cool. Yeah, I do too. Armin, I want to come back to the mix between art and the festival. And put you on the spot because I didn't prepare him for this. What should a room? I mean, this is a room full of mostly younger marketing, communications, digital orientated professionals. What should they take from creativity and art into their days? What is it that you're trying to? What message is it that the gallery is trying to send? Or does it have a message at all? Also ich versuche möglichst viele Facetten der Kunst zu zeigen. Das ist mir ganz wichtig. Auch Skulptur, Zeichnung, Malerei, dass die Facetten eben sehr umfassend vertreten sind. Und mittlerweile eben auch digitale Kunst, die wir dabei haben. Eben das Spiel vom Golif jetzt dieses Jahr. Dann habe ich als Beispiel auch einen Tom Lohner dabei, der mittels sozialen Medien einen unglaublichen Weg macht, einen parallelen Kunstmarkt aufzieht sozusagen und den klassischen Markt, die klassischen Galerien für sein Überleben jetzt gar nicht nötig hat, weil das so gut für ihn funktioniert. Also seine Kommunikation erschließt sich. Yeah, you should definitely check out Tom. He's doing a live painting actually outside, and there's this other project with the little planets. Yeah, that's what I wanted to say. That's something you can't show digitally. No, it's very so, hard. das kann man nicht digital zeigen. Da spielt die Materialität eine große Rolle. Das ist Pappkarton, ein Stein, ein Abstand zum Stein. Man schaut hinein und sieht einen Planeten. Sprich, es wird eine Illusion geschaffen, die sich gar keiner Digitalität bedient. Und das finde ich dann wieder sehr faszinierend.
without making too big of a one-to-one translation, also eine Direktübersetzung vom Kunst in euer Alltag. Ich hoffe, dass Sie spüren, ein bisschen was ich spüre von hier, heißt es irgendwo diese drei Säulen. Maybe your company is like, leave me alone with my canvas. You're a publisher or a media company that only wants to keep doing what it is that they've been doing. Or maybe they see it as a channel, or maybe they see it as the future. And I think that's something that brings us all together. It's something that I think we see, whether it's from art and creativity or from branding and marketing, I think it's something that actually brings these two worlds together. I think we could open it for questions if you wanted to. I think we're kind of close. I think just before we open it up for questions, though, one question I would have for you, as well as everybody else who's been speaking, you have so many different perspectives on how you're approaching art or how you think about it. The last few days we've been talking about creativity. How would you define creativity from your perspective? Do you have an answer? Are you asking me? I'm supposed to be answering the questions. What do I think creativity is? I think creativity starts with bravery. I think it starts with bravery and ideas. And that when you have bravery and ideas and you have the bravery to follow those things, Mut. Ja, der Mut, kreativ zu sein, der Mut, eine eigene Idee zu bekommen, der Mut, das durchzuführen. Ich denke, da ist das Seed, mindestens, das ist der Beginn von was Kreativität bedeutet, mindestens für mich. And what about from anybody else's perspectives? How would you define creativity? Any additions to that or anything else you might think about? Ich interpretiere, also für mich ist es, Ideen zu leben und Gefühle zuzulassen. Bitte, Malte. Für mich das Arbeit. Also das ist das sozusagen, was ich mache, und das ist viel Arbeit, und ich finde, das ist, ja, anders kann ich das nicht definieren. Also Kreativität als jetzt der Ultraschaffensprozess, den sehe ich irgendwie nicht. Ich glaube, das ist irgendwie bei jedem möglich, und wenn man sich hinsetzt und an irgendwas Spaß hat, dann wird da auch was rauskommen. Und Kreativität findet ja vor allem nicht nur im künstlerischen Kontext statt. Also das findet ja überall statt. Okay, great. Ja, also das in einem Satz zu beantworten, fällt mir jetzt auch schwer, aber ich glaube auch, dass bei mir durch den Arbeitsprozess her die ganze Kreativität entsteht, und ja, es ist ein relativ natürlicher Prozess. Cool, danke schön.